ab, an, zu, weiter, ver. So viele Präfixe. Wie soll man sie alle bloß lernen? Gibt es nicht für alle Präfixe eine bestimmte Bedeutung? Wenn du dich das auch schon einmal gefragt hast, dann solltest du dir dieses Video weiter anschauen, denn ich erkläre dir die allgemeine Bedeutung hinter den Präfixen, so gut es eben geht. Legen wir los! Zunächst einmal eine kurze Definition von Präfixen. Ein Präfix ist eine sogenannte Vorsilbe, die ganz vorne an den Wortstamm gehängt wird. Beispiel: das Wort arbeiten, verarbeiten, abarbeiten, bearbeiten, ausarbeiten. Du siehst, also wir haben die Präfixe immer vor das Wort gepackt. Einige dieser Vorsilben sind zum Beispiel ab, aus, be, ein, nach, unter, ver, wieder, zu, mit, vor und so weiter. Wir haben also jede Menge davon. Aber haben Präfixe an sich eigentlich eine eigenständige Bedeutung? Die Antwort ist jein, also eine Mischung aus Ja und Nein. Es gibt zwar eine, grobe Bedeutungsrichtung, also eine Tendenz für einige Präfixe, aber leider auch sehr, sehr viele Ausnahmen. Bei einigen ist die Bedeutung klar, bei anderen wiederum sehr schwammig, also nicht klar. Nichtsdestotrotz kann man sich damit einen groben Überblick verschaffen, um sie in Zukunft besser einordnen zu können. Schauen wir uns dazu also einmal die einzelnen Präfixe an. Starten wir mit ab, wie in abfahren, abgeben, abtauchen, abnehmen. In den meisten Fällen hat es die Bedeutung von etwas weg. Also bei abgeben zum Beispiel. Wenn ich etwas abgebe, gebe ich eine Sache einer anderen Person. Die Sache gebe ich weg von mir. Aber Achtung, hier gibt es, wie gesagt, Ausnahmen, die diese Definition nicht teilen. Zum Beispiel abkochen, absuchen und so weiter. Denn abkochen bedeutet, dass man etwas kocht mit dem Ziel, es zu desinfizieren. Und absuchen bedeutet in einem bestimmten Radius in allen Ecken nach einer Sache oder Person suchen. Ich gebe dir Beispielsätze: Ich koche das Babyfläschchen ab. Oder die Polizei hat das ganze Gebiet nach dem Dieb abgesucht. Der nächste Präfix ist an. An hat oft die Bedeutung, dass man sich einem Ziel nähert oder eng mit etwas in Verbindung steht. Zum Beispiel anziehen, ankommen, anstehen, anlegen, anfassen. Ich ziehe mich an. Im übertragenen Sinn bedeutet das, die Kleidung näher an sich, also zu seinem Körper zu bewegen. Oder die Leute stehen bei der Eisdiele an, also sie stehen in der Schlange und wollen sich ihrem Ziel nähern, nämlich dem Eisverkäufer, der ihnen das Eis gibt. Aber natürlich gibt es auch hier wieder sehr viele Ausnahmen. Zum Beispiel angeben oder ansehen. Sie gibt immer mit ihrem Geld an. Das bedeutet so viel wie prahlen. Du siehst, das passt auch nicht ganz in die Kategorie rein. Kommen wir zum nächsten Präfix. Dieser ist auf. Hier steckt oft die Bedeutung von öffnen dahinter. Aber auch wie bei an, sich in eine Richtung zu bewegen, bzw. sich etwas nähren. Also zum Beispiel aufmachen, aufbrechen, aufstehen, aufbauen, aufheben. Mit aufbrechen ist hier übrigens gemeint, dass man eine Reise startet. Beispielsatz: Wir haben unsere Reise am frühen Morgen gestartet oder wir sind am frühen Morgen aufgebrochen. Auch hier wieder gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel aufgeben, auflösen oder aufhören. Aus. Hier versteckt sich oft die Bedeutung heraus oder etwas oder sich selbst entfernen. Zum Beispiel aussuchen, ausziehen, zum Beispiel eine Couch ausziehen, ausdrucken, auswandern, ausgeben, zum Beispiel Geld ausgeben. Beispielsatz: Ich suche mir ein schönes Auto aus. Das heißt also, ich wähle ein Auto aus vielen heraus. Es kann aber auch die Bedeutung von erweitern haben, wie zum Beispiel ein Ausdehnen,
ausweiten, ausbreiten, ausdenken, ausbauen. Zum Beispiel, die Pollen breiten sich vor allem im Süden Deutschlands aus. Aber es gibt natürlich auch genügend Worte mit dieser Präposition, die in keine der Kategorien passen. Zum Beispiel aussehen oder ausmachen. Bei. Mit bei möchte man oft ausdrücken, dass man etwas hinzufügt. Zum Beispiel beisteuern, also dazugeben, beibringen, beifügen. Ich möchte gerne etwas zum Geschenk beisteuern. Das heißt, ich möchte gerne Geld für das Geschenk dazugeben. Ausnahmen finden sich auch hier, so zum Beispiel beistehen, beigeben, wie in klein beigeben, was so viel wie aufgeben, also das Handtuch werfen, bedeutet. Her. Dieser Präfix ist etwas eindeutiger. Hier steckt die Bedeutung dahinter, dass etwas von einer Entfernung zu dir kommt. Also herkommen, herführen, hergeben, herlaufen, herzeigen. Kannst du mal herkommen? Also kannst du zu mir kommen? Das wäre ein Beispielsatz. Ausnahmen sind zum Beispiel herstellen, also etwas produzieren, herrichten, das heißt sich schön machen, also die Frau richtet ihre Haare her. Hin. Hin ist das Gegenteil von her. Es beschreibt, dass du dich einer Sache näherst oder sich etwas anderes einer anderen Sache nähert. Zum Beispiel hingehen, hinlaufen, hinfahren, hinführen. Er geht zu der Frau hin, um sie nach ihrer Nummer zu fragen. Du möchtest zur Information? Ich kann dich hinführen. Ich kann dir den Weg dahin zeigen. Los. Dieser Präfix hat entweder die Bedeutung, etwas zu starten, aber auch etwas zu trennen. Zum Beispiel losrennen, losfahren, losfliegen, loslegen, loslachen, losweinen. Also wir fahren um 10 Uhr los. Bedeutet, unsere Fahrt startet um 10. Bei der Bedeutung etwas trennen haben wir die Wörter sich loslösen oder loslassen, sich losmachen. Zum Beispiel, wenn man mit jemandem Schluss macht, muss man sich von dieser Person loslösen. Mit. Mit hat die Bedeutung von zusammen, wie in mitmachen, mitgehen, mitlaufen, mitreden, mitweinen, mitlachen, mitbringen und so weiter. Zum Beispiel, ich bringe Anna mit zur Party. Das heißt also, ich komme zusammen mit einer Person, die Anna heißt. Oder mitlachen. Worüber lacht ihr? Sagt es mir, ich möchte mitlachen. Vor. Der Präfix vor hat mehrere Bedeutungen. Zum einen kann er bedeuten, dass man nach vorne geht oder etwas im Voraus tut. Zum Beispiel vorrennen, vorfahren, vorgehen oder vorbereiten, vorprüfen, vorgeben, vorfertigen. Es kann aber auch bedeuten, dass man anderen etwas zeigt, wie in zum Beispiel vorstellen, vorzeigen oder vorlesen. Beispiel, darf ich vorstellen, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester und so weiter. Weg. Dieser Präfix hat eine ähnliche Bedeutung wie ab. Nämlich, dass etwas sich entfernt oder man sich selbst entfernt. Zum Beispiel weggehen, wegfahren, weggeben, weglegen, wegfliegen, wegradieren, wegschmeißen oder wegwerfen. Beispiel, ich fahre für ein paar Tage weg. Ich brauche etwas Ruhe. Oder ich werfe das Papier weg. Und zum Schluss der Präfix zu. Zu beschreibt entweder, dass man etwas schließt oder sich auf ein Ziel zubewegt. Zumachen, zuschließen, zudrücken, zuziehen, zurennen, zusenden, zuwerfen, zuspielen, wie zum Beispiel im Tennis oder Fußball, wo man sich den Ball zuspielt. Beispielsatz, sie wirft ihm den Ball zu und er fängt ihn. Ausnahmen sind zum Beispiel zugeben, zurichten, also im Sinne von verletzt sein, oder zusichern, im Sinne von versichern. Zum Beispiel, der Boxer wurde während des Kampfs schwer zugerichtet, also schwer verletzt.
So, meine Lieben, ich habe hier nicht alle Präfixe erwähnt, sondern mich auf ein paar wichtige fokussiert. Wenn ihr ein weiteres Video in diesem Format sehen möchtet, lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen und ich mache einen zweiten Teil dazu. Und zum Schluss, vergesst nicht, mir zu folgen und meine Videos zu liken. Das hilft meinem Kanal und mir, dabei so viele Menschen wie möglich beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Danke euch auch, dass ihr da seid und immer so viele liebe Kommentare schreibt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.